Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Meine Acrylglas-Shrouds, die ich in einem der letzten Videos vorstellte, haben viele von euch veranlasst, mir zu schreiben und weitere Informationen zu erhalten. Nachdem es so scheint, dass es eine hohe Anfrage zu meinen Shrouds gibt, gehe ich heute einmal genauer darauf ein. Aber erst einmal danke für das viele Interesse. Den Link zum vorhandenen Video findet ihr oben in der Infokarte. Aber nun zum Thema. Was sind eigentlich Shrouds und wozu braucht man sie? In den meisten Fällen werden die Lüfter direkt an den Radiator eurer Wasserkühlung oder an das Gehäuse selbst geschraubt und das solltet ihr, wenn möglich, vermeiden. Die Hauptaufgabe eurer Shrouds, oder besser gesagt Abstandshalter, ist die Kühlleistung von eurem System zu verbessern. Wenn man sich einen Lüfter einmal genauer ansieht, kann man gut erkennen, dass in der Mitte, dort wo sich der Lüftermotor befindet, keine Kühlung stattfinden kann. Die Rippen des Radiators werden an dieser Stelle nicht angeblasen. So entsteht ein Todpunkt, an dem die Radiatorfläche ungenutzt bleibt und nicht zur Kühlung beitragen kann. Wenn man einen Shroud zwischen den Lüfter oder Radiator montiert, kann sich die Luft in dem vergrößerten Zwischenraum besser verteilen. Durch die verbesserte Zirkulation kann die Luft auf der kompletten Fläche durch den Radiator strömen. Es können auch mehrere Shrouds aufeinander montiert werden, was den Wirkungsgrad des Lüfters noch einmal verbessert. Man benötigt nur längere Schrauben. Ursprünglich habe ich die Shrouds für mein eigenes Gehäuse mit einer Länge von 360 mm entwickelt. Davon habe ich einen oben, einen unten und einen auf der Hinterseite verbaut. Und das Ergebnis hat mir sehr gut gefallen. Nachdem die Anfragen über andere Längen aber zunahmen, habe ich mich entschieden, 2 zusätzliche Längen zu erstellen. Somit werden jetzt alle regulären Größen mit 120 mm Breite abgedeckt. Hier seht ihr nun einmal den 360 x 120 mm Shroud, den 240 x 120 mm Shroud und den 120 x 120 mm Shroud. Die Shrouds kann man natürlich auch zwischen Gehäuse und Lüfter montieren. Und hier kommt ein weiterer Vorteil zustande. Durch den gewonnenen Abstand zwischen Gehäuse und Lüfter entstehen weniger Vibrationen und Luftverwirbelungen, wodurch die Lautstärke effektiv gesenkt werden kann. Dies gilt natürlich auch bei den Radiatoren. Mit Shrouds verbessert man nicht nur die Kühlleistung, es ergeben sich auch ganz neue Möglichkeiten bei der optischen Aufwertung eures Systems. Aus diesem Grund habe ich meine Shrouds aus Acrylglas gefertigt. Durch die Beleuchtung der RGB-Lüfter entstehen dezente, aber interessante Leuchteffekte. Übrigens, den blauen Schimmer, den ihr bestimmt schon bemerkt habt, ist nur eine eingefärbte Schutzfolie. Hier könnt ihr gut erkennen, wie sich die RGB-Optik des Lüfters durch einen Shroud verändern kann. Wer es in seinem System aber noch auffälliger möchte, kann die Shrouds ganz einfach stapeln. Meine Shrouds haben eine Stärke von 6 mm. Dies bedeutet, um Kühlleistung oder den Beleuchtungseffekt noch zu steigern, könnte man 2 oder sogar 3 Shrouds aufeinanderlegen und montieren. So entsteht ein 6 mm, 12 mm oder sogar 18 mm großer Abstand zwischen den Shrouds und dem Radiator oder Gehäuse. So Leute, ich hoffe, ich konnte alle Fragen soweit beantworten. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach anschreiben. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!